Türkçe ile büyüdüm ben. 3 yaşına kadar Türkçe konuştum. Ondan sonra da Almanca ile kontağa geldim ve Türkçe ve Almanca ile yani çok dilli olarak yetiştim. Momentan spreche ich zu Hause sowohl Türkisch als auch Deutsch. 7 yaşımdan yani birinci sınıftan 10 yaşına kadar 10 veya 11 yaşına kadar yani dördüncü sınıfa kadar pazartesi öğlenlerden sonra 2 saatlik Türk dersi aldım. Türkçe dersi aldım. Ja, habe ich. Und zwar in der Grundschule von der ersten bis zur vierten Klasse, nachmittags immer montags. Eine sehr ungünstige Zeit. Und ich würde nicht sagen, das war Herkunftssprachenunterricht im Sinne von richtig didaktisch, methodisch wertvoll, sondern ein bisschen Input und viel Spielen. Bewusst wird es einem erst, wenn man in Kontakt mit in Anführungsstrichen Anderssprachigen kommt, also dann in meinem Fall der deutschsprachigen Umgebung. Beispielsweise im Verein kam es hin und wieder mal vor, wenn wir dann mit anderen türkischsprachigen Kindern uns auf Türkisch auf dem Platz unterhalten haben, wurde das dann auch mal gerügt. Sanktioniert nie, aber gerügt, so nach dem Motto, ja, wir sind hier in einem deutschen Verein, hier wird Deutsch gesprochen. Aber auch ähnliche Erfahrungen, zwar nicht so oft, vereinzelt auch in der Schule gemacht. Also auch wenn da irgendwie mit sozusagen gleichsprachigen Kindern ein Austausch stattfand auf in der Herkunftssprache auf Türkisch, wurden wir manchmal auch gerügt, aber auch nie sanktioniert. Glücklicherweise hatten wir auch weder in der Grundschule noch auf dem Gymnasium dann irgendwie eine Art von Sprachpolitik, die irgendwie gesagt hat, ja, überall nur Deutsch, 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 Deutsch. Und mein Bezug zur Herkunftssprache, zum Türkischen, hat sich im Laufe meines Lebens eigentlich, soweit ich mich jetzt erinnern kann, nicht groß verändert. Türkçe öğrendiğimi nützlich buluyorum. Çünkü ich konnte es halt vor allem im Sprachunterricht einsetzen, wenn ich versucht habe, bestimmte Wörter, vor allem zum Beispiel in Französisch, abzuleiten. Wenn ich die auf Türkisch kannte, dann konnte ich sie mir im Französischen auch herleiten. Jetzt natürlich, wo ich mich dann in meinem späteren Leben mit Mehrsprachigkeit auch aus Forschungsperspektive auseinandergesetzt habe, weiß ich, dass ich da als Kind, Schüler viel Nutzen davon hatte. Nützlich finde ich in dem Zusammenhang ein bisschen schwierig als Wort, weil das so ein bisschen, ja, so eine utilitaristische Perspektive auf den Sprachgebrauch hat. Ich würde einfach sagen, es ist immer gut, wenn man Sprachen lernt und es ist egal, welche Sprache. Ob die jetzt dann von Nutzen ist, im Alltag, in der Schule, im Beruf oder nicht, sei mal dahingestellt. Şu an Türkçeyi ailemle, arkadaşlarımla kullanıyorum veya konuşuyorum. Hm, Vor allem halt im familiären Kontext und eher im privaten Bereich, gar nicht so oft jetzt oder halt auch im Alltag, aber immer vorausgesetzt, es hat auch Sprecher des Türkischen. Hm, Ansonsten würde ich sagen, es ist ein ausgewogenes Verhältnis, beziehungsweise sehr situationsabhängig. Also wenn ich in Konstanz bin, habe ich hier ein relativ kleines, in Anführungsstrichen türkisches Umfeld. Das heißt, Türkisch tritt dann wieder zurück und Deutsch, beziehungsweise dann durch die Arbeit Englisch wird wichtiger. Aber sobald ich bei meinen Eltern bin, ist dann Türkisch definitiv dominanter und daheim sowieso die absolut dominante Sprache. Türkçeyi şu an ailemle kullanıyorum, arkadaşlarımla kullanıyorum. Ja, hauptsächlich mit Freunden, Verwandten und Bekannten. Eigentlich immer, sobald Sprecher des Türkischen anwesend sind. Liegt oft daran, dass mein Deutsch stärker ist als mein Türkisch und ich dann
zum Beispiel Wortschatzlücken einfach mit deutschen Wörtern fülle. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Sprachgebrauch und auch die Strukturen, die ich verwende, sich sehr am Deutschen orientieren, dadurch, dass Deutsch meine stärkere Sprache ist. Aber sobald ich beispielsweise mit meinen Brüdern spreche, findet die ganze Zeit dieses Vermischen statt. Sobald ich mich mit meinen Kumpels unterhalte, findet dieses Vermischen statt. Wo es seltener stattfindet, ist beispielsweise mit meinen Eltern. Da versuche ich immer im Türkischen zu bleiben. Ja, finde ich absolut wichtig aus mehreren Gründen. Punkt eins: könnte ich jetzt kein Türkisch sprechen, würde ich nicht in der Lage sein, mich mit einem Großteil meiner Familie, die immer noch in der Türkei lebt, auszutauschen. Da würde dieser Austausch nicht stattfinden können und wichtige zwischenmenschliche Beziehungen würden verloren gehen oder darunter leiden. Mm, Außerdem würde mir der Zugang zur türkischen Kultur verwehrt bleiben, weil Sprache ist ja auch eng verbandelt mit Kultur. Und im Türkischen sind beispielsweise auch Lieder und auch Gedichte sehr, sehr wichtig. Das heißt, auch wenn mein Türkisch nicht so gut ist, hätte ich niemals Zugang zu diesen kulturellen, ja, Formen und Praktiken. Und wie ich schon vorher gesagt habe, jetzt wo ich mich aus Forschungsperspektive mit dem Thema Mehrsprachigkeit auseinandersetze oder auch auseinandergesetzt habe und durch Studium gelernt habe, hat halt die Mehrsprachigkeit, egal welche Sprache sie jetzt ist, Vorteile für denjenigen, der mehrsprachig ist. Und deswegen würde ich es auf jeden Fall unterstützen, ähm, Türkisch beizubehalten, wenn nicht sogar noch aktiv zu fördern. Birkaç avantajım oldu. Özellikle de okulda, diyelim yabancı dil derslerinde Fransızca olsun. Fransızca'da yeni bir kelimeyle tanıştığımda Türkçe'de o kelime var ise o zaman Fransızca anlamını o kelimenin konnte ich mir halt herleiten. Ich sage mal so, das ist keine Frage, über die ich mir aktiv Gedanken gemacht habe oder die mir zeitlebens bewusst war oder ist, ähm, weil ich vermutlich ein relativ großes türkischsprachiges Umfeld hatte. Womit ich allerdings Herausforderungen habe, ist, ich habe mir jetzt schon mehrmals vorgenommen, mal einen Roman auf Türkisch zu lesen, traue es mich allerdings nicht, weil ich die Befürchtung habe, dass mich die Erfahrung deprimieren wird, weil ich vieles nicht verstehen werde. Und das würde ich tatsächlich als eine Herausforderung, als eine typische Herausforderung von oder für Herkunftssprecher ähm, bezeichnen, der sozusagen die Sprache, die wir gebrauchen, dann auch in der Familie, ist halt eher so eine Alltagssprache und jetzt nicht so eine gehobenere Sprache. Und deswegen habe ich dann vielleicht auch Schwierigkeiten, wenn ich mich mit gehobenen Formen der Sprache, also sei es in Form von Büchern oder sei es in Form von Zeitungsartikeln, ja, da würde ich dann Herausforderungen haben. Das heißt, im Umkehrschluss hätte ich entsprechend schon in meiner früheren Kindheit Türkischunterricht erhalten und zwar wirklich wertvoll mit sprachdidaktisch wertvollen Türkischunterricht, hätte ich jetzt wahrscheinlich weniger Schwierigkeiten, mich mit solchen äh, Formen der Sprache auseinanderzusetzen. Tipps für Herkunftssprecher wäre, man darf sich nie für seine Sprache schämen. Also man darf da auch selbstbewusst auftreten und auch auf sein Recht, was wirklich in der UN so ist, also es besteht ja ein Recht auf die Muttersprache, also die kann einem niemand absprechen, da muss man drauf beharren und das ist etwas Schützenswertes und es ist egal, um welche Sprache es sich handelt. Für Eltern würde ich sagen, das Kind wird sowieso, da wir in Deutschland sind und das Kind relativ früh dann auch in deutschsprachiges Umfeld tritt, Deutsch sowieso erwerben und lernen. Deswegen gebt dem Kind, den Kindern, euren Kindern, ihren Kindern diese weitere Sprache einfach mit und sprecht vor allem immer dann die Herkunftssprache mit euren Kindern oder mit ihren Kindern, wenn sie oder ihr nicht sehr sicher im Deutschen seid. Und auch dieser gut gemeinte Rat von vielen Lehrerinnen,
dass man immer Deutsch sprechen solle, den würde ich nicht unterstützen, sondern Eltern sollten mit den Kindern immer die Sprache sprechen, in der sie sich am sichersten und wohlsten fühlen. Und für Lehrpersonen hätte ich den Tipp, dass sie die Mehrsprachigkeit vielleicht versuchen im Unterricht, also erstmal bewusst zu sein, für überhaupt, wer ist mehrsprachig in meinem Klassenzimmer, auch für Erzieherinnen, also wie viele Kinder sind in unserer Einrichtung mehrsprachig, welche Sprachen sind es, man kann da sogar noch einen Schritt weiter gehen und sich vielleicht für die ein oder andere Sprache mal ein bisschen näher mit der auseinandersetzen, gucken, okay, ja, wie ist beispielsweise das Russische oder das Türkische aufgebaut, was gibt es denn die Unterschiede zum Deutschen? Und so kann man sich dann auch viele Hürden oder Schwierigkeiten, die Kinder haben, selbst herleiten. Und erstmal dieses Bewusstsein haben, also dass man einfach offen dafür ist, für dieses Neue. Und dann auf der anderen Seite ist ja natürlich der Idealfall, wenn die Lehrkräfte im Unterricht die Sprachen der Kinder wirklich aktiv aufgreifen und einbinden würden. Also dass man sich als Schülerin gar nicht so sehr schämt oder Angst davor hat, Gebrauch von seiner Sprache zu machen. Natürlich, wenn man jetzt irgendwie, die Lehrerin stellt eine Frage auf Deutsch und man antwortet auf Türkisch, das funktioniert natürlich nicht. Aber es gibt Ansätze und Möglichkeiten, wie man die Sprachen auch sichtbarer machen und für den Unterricht verwenden kann. Gerade im Deutschunterricht oder im Sprachenunterricht bietet sich das perfekt an.